Wie versprochen geht's weiter mit den großen Blockbuster-Games 2025. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, den Link gibt's in der Videobeschreibung, könnt ihr aber auch problemlos nach diesem Video nachholen. Auch heute gilt, keine Gewähr, dass die Spiele auch wirklich nächstes Jahr erscheinen, aber bei allen in der Liste ist das zumindest der aktuell bekannte Plan. Wir legen los mit Teil 2 unserer großen Jahresvorschau. Arrakis Aficionados haben es aktuell richtig gut. Nach den 2 bombastischen Kinofilmen läuft aktuell auch die gelungene, zumindest nach den ersten Folgen, Prequel-Serie Dune Prophecy über die Ursprünge der Bene Gesserit-Schwesternschaft. Und Anfang 2025 geht es im Online-Rollenspiel Dune Awakening erneut auf den Wüstenplaneten. Ihr startet das Abenteuer als Gefangener des Hauses Harkonnen, der irgendwie entkommt und sich danach in der kargen Wüste Arrakis durchschlagen muss. Entwicklerstudio Funcom verspricht entsprechend starke Survival-Elemente. Wir sammeln Rohstoffe und zimmern daraus eine Basis und sogar ein Sandbike. Wasser gewinnen wir, in bester Fremen-Manier, aus den Körpern besiegter Feinde. Die wiederum erledigen wir in Nahkampf und Fernkampf oder setzen sogar quasi magische Fähigkeiten ein. Letztere verleiht uns die Droge Spice, die aber im Gegenzug abhängig macht und die man auch lukrativ verkaufen könnte. Später im Spiel sollen noch Politik und Diplomatie als Spielelemente dazukommen. Den Kwisatz Haderach Paul Atreides trefft ihr aber nie. Dune Awakening spielt sozusagen in einem Paralleluniversum ohne den Fremen Messias. Schon vor einigen Jahren haben wir darüber berichtet, welch fantastische Pläne Pearl Abyss, das Team hinter dem MMO Black Desert Online, für ein ausgewachsenes Mittelalter-Fantasy-Spektakel bis Ende 2021 fertigstellen wollte. Ja, Crimson Desert sollte ursprünglich im 4. Quartal 2021 erscheinen. Hat ja super geklappt. Schwamm drüber, 2025 soll das Singleplayer-Erlebnis rund um den Helden namens Cliff endlich erscheinen. Und hui, wie das Spiel ausschaut. Zumindest wenn alle Schatten so funktionieren, wie sie sollen, was bisher nicht immer der Fall zu sein scheint, wie letzte Videos aus Crimson Desert zeigen. Aber ach Schatten, solange die Story funktioniert und die Koreaner von Pearl Abyss nicht noch irgendwelche seltsamen Designentscheidungen vor uns versteckt haben, nicht ganz so gelungen finden wir, dass Bosskämpfe immer mal wieder von Zwischensequenzen unterbrochen werden, in denen wir dann nur noch zum Zuschauen verdammt sind oder noch schlimmer eine Quicktime-Prüfung bestehen müssen. Abgesehen davon wirken die Kloppereien aber toll dynamisch, auch wegen der gelungenen Musik. Ach ja, unser Held Cliff kann wohl ab Punkt X in der Handlung fliegen. Naja, nicht wirklich fliegen, aber doch von hohen Klippen heruntersegeln mit einem irrsinnig coolen schwarzen Umhang. Für alle, die es bisher verpasst haben, das neue Delta Force soll nicht nur ein brachialer Multiplayer-Shooter à la Battlefield werden, es kommt auch mit einer Einzelspieler-Kampagne daher. Und die beiden könnten in Sachen Setting kaum unterschiedlicher sein. Während wir uns im Multiplayer im Jahr 2035 als Elitesoldat in große Schlachten stürzen und uns nach und nach immer vielfältigere Ausrüstungsteile freispielen, kämpfen wir im Solo-Erlebnis 1993 in Somalia in der Schlacht von Mogadischu, die im Film Black Hawk Down und später auch im Spiel Delta Force Black Hawk Down thematisiert wurde. Von der Kampagne haben wir bisher noch nichts gesehen, den Multiplayer allerdings schon gespielt. Nach anfänglicher Begeisterung mussten wir im Early Access Test allerdings feststellen, dass es Delta Force an einigen Ideen mangelt, die Balance noch hakt und die spielbaren Charaktere ähnlich störend sind wie die Specialists in Battlefield 2042. Aber Delta Force hat noch Zeit, sich bis zum endgültigen Release weiterzuentwickeln und viele der genannten Probleme betreffen die Kampagne nicht. Insofern sind wir immer noch gespannt, was die Entwickler am Ende abliefern. Origin Stories haben einen ganz eigenen Charme. Sie beleuchten eine bekannte Spielwelt näher, erklären die Motivation bekannter Charaktere und erzeugen obendrein noch Nostalgie-Flair. Ob Mafia The Old Country alle diese Knöpfe drückt, können wir ehrlich gesagt noch nicht bestätigen, denn noch weiß man sehr wenig über das Actionspiel. Sicher ist jedenfalls, dass wir in das Italien der 1900er Jahre reisen und dort das Entstehen der Mafia miterleben. Wir erwarten übliche Mafiosi-Aufgaben wie Schutzgelderpressung, Schmuggel und Raubüberfälle. Und das alles, während sich die vielen rivalisierenden Verbrecherclans Süditaliens zu einer großen Organisation zusammenraufen. Eher mager dürften die Open-World-Elemente von The Old Country ausfallen. Zum einen, weil verwinkelte italienische Städtchen nicht so richtig für Verfolgungsjagden taugen und natürlich auch, weil in dieser Ära Autos noch nicht besonders verbreitet sind. Der Chef des Entwicklerstudios Hangar 13, Nick Baines, spricht zudem von einer tiefgründigen, linearen Erzählung mit dem Gefühl eines klassischen Mafia-Films. Subnautica 2 nimmt die bekannten Stärken des Originals und erweitert sie um spannende Neuerungen.
Eine fremde, noch tödlichere Unterwasserwelt wartet darauf, erkundet zu werden. Im Fokus stehen Survival, Erkundung und Crafting, aber diesmal mit frischen Tools und einem dynamischen Genetiksystem, das euch an die harschen Bedingungen anpasst. Die Biome sollen lebendiger und bedrohlicher werden. Hochaufragende Klippen, biolumineszierende Wälder und abgründige Tiefseegräben stecken voller Geheimnisse und Gefahren. Mit besserer Ausrüstung dringt ihr im Metroidvania-Stil in vorher unzugängliche Regionen vor, die Karte hilft dabei, die Orientierung zu behalten. Erstmals könnt ihr das Abenteuer auch im Koop mit bis zu 3 Freunden erleben. Baut Basen, erkundet Ruinen oder meistert gemeinsam Leviathan-Angriffe. Dazu erzählt die düstere Story von einer KI, die euch antreibt, und einer Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Subnautica 2 bleibt vertraut, schwimmt aber auch neue Wege. Nach einer turbulenten Entwicklung und mehrfachen Verschiebungen wagt sich Bloodlines 2 endlich an einen Release. Das Original gilt als Kultklassiker mit unvergesslicher Atmosphäre und tiefen Rollenspielsystemen, doch die Frage bleibt, kann der Nachfolger dieses Erbe wirklich fortführen? Das neue Seattle sieht gut aus, eine moderne, düster glitzernde Kulisse für Intrigen und Action. Doch die ersten Eindrücke zeigen, dass der Fokus stärker auf poliertem Gameplay und actionlastigen Kämpfen legt, was Fans des erzählerischen Tiefgangs skeptisch stimmen könnte. Dialoge und Entscheidungen bleiben zentral, doch ob sie die gleiche narrative Wucht erreichen wie der Vorgänger, muss sich erst zeigen. Das Clan-System kehrt zurück und verspricht viele Möglichkeiten zur Individualisierung eures Vampirs, allerdings könnten moderne Anpassungen und vereinfachte Systeme den Hardcore-Fans etwas zu wenig Komplexität bieten. Bloodlines 2 hat Potenzial, aber es bleibt abzuwarten, ob die Mischung aus Nostalgie und Neuerungen die hohen Erwartungen erfüllen kann oder ob der Biss am Ende zahnlos ausfällt. Journey to the Savage Planet war 2020 ein kleiner, feiner Action-Snack. Herrlich überdreht, knallbunt und maximal selbstironisch ging es rund 15 Stunden lang actionreich über den namensgebenden Savage Planet, der eigentlich Ari 26 heißt. Der Nachfolger Revenge of the Savage Planet wird nun nicht nur doppelt so groß, sondern wechselt auch von der Ego- in die Schulterperspektive. Eine richtige Entscheidung, denn so sieht man mehr von den lustigen Animationen des namenlosen Helden. Der muss sein bruchgelandetes Raumschiff reparieren und verbessert quasi nebenbei ständig Waffen, Werkzeuge und sein Jetpack. Mit mehr Ausrüstung erreicht er dann in Metroidvania-Manier vorher unzugängliche Areale. Darunter sind jetzt auch Unterwasserlevels, eine neue Karte hilft bei der Orientierung in den teilweise sehr vertikalen Jetpack-Levels. Cool! Mit der Schleimkanone verteilt ihr Pampe, die je nach Farbe zum Beispiel als Kleber oder Rutsche dient. Noch cooler, es wird einen Koop-Modus geben, in dem ihr sogar im Splitscreen-Modus den Savage Planet erkunden könnt. 145.000 positive Steam-Bewertungen können nicht irren. So viele hat das Deckbuilder Roguelite Slay the Spire seit seinem Erscheinen 2019 angehäuft. Da wundert man sich direkt, dass das Entwicklerstudio Mega Crit erst 2025 mit dem Nachfolger Slay the Spire 2 ankommt. Zumal schon mal 2 der Klassen aus dem Vorgänger, Ironclad und Silent, recycelt werden. Es wird aber auch neue Klassen wie den Necrobinder geben. Noch sind zudem keine Details bekannt, aber gerüchteweise kann der bereits besiegte Feinde in sein Repertoire übernehmen. Fest steht dafür, dass Slay the Spire 2 beim erprobten Roguelite-Prinzip bleibt, macht euch also auf viele Durchgänge gefasst. Mit dem Wechsel von der Unity auf die Godot Engine versprechen die Macher deutliche grafische Verbesserungen. War Teil 1 noch eher statisch, gibt es jetzt jede Menge kleiner Animationen und Effekte. Außerdem soll es der Umstieg modern erleichtern, für Slay the Spire 2 zu programmieren. 2025 startet zunächst die Early Access Phase, wie lange die dauern wird, steht in den Sternen. Die Gerüchte und Infos rund um Battlefield 7 klingen für langjährige Fans der Serie vielversprechend. DICE und EA wollen die Fehler von Battlefield 2042 vermeiden und das Franchise zurück zu seinen Wurzeln führen. Statt der unbeliebten Specialists soll es wieder anonyme Soldaten mit Klassen geben und die Maps sollen mehr taktische Tiefe bieten, ähnlich wie in den Fanlieblingen Battlefield 3 und 4. Diese Schritte könnten das Vertrauen der Community zurückgewinnen, doch trotz der positiven Ausblicke bleibt Skepsis angebracht. Nach dem holprigen Launch von Battlefield 2042 steht EA unter Druck, dieses Mal wirklich zu liefern.
Kritische Punkte wie die Implementierung eines Server-Browsers, stabile Content-Updates und die Rückkehr zu einer fesselnden Schlachtfeldatmosphäre werden über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Auch die Spielerzahl bleibt ein Thema. Während 128 Spielerschlachten auf dem Papier beeindruckend klangen, hatten sie in der Praxis oft chaotische und wenig taktische Matches zur Folge. Eine Fokussierung auf 64 Spieler könnte hier Abhilfe schaffen. Noch ist unklar, ob EA das Vertrauen der Fans langfristig zurückgewinnen kann. Aber eins steht fest: Nach den Tiefpunkten der letzten Jahre hat die Serie keine zweite Chance für einen misslungenen Release. Gleich mal zur Klarstellung: Nein, es gibt noch keine offizielle Ankündigung von Rockstar Games, dass die PC-Version von GTA 6 im Jahr 2025 erscheint. Bislang ist nur von den Konsolenfassungen die Rede. Aber zum einen freuen wir uns trotzdem auf das Spiel und zum anderen muss auch für die Konsolen der Termin 2025 erstmal gehalten werden. Aber als unverbesserliche Optimisten, die wir nun mal sind, gehen wir vom Best Case aus. In dem kurven wir mit dem Gangster-Pärchen Lucia und Jason durch eine moderne Version von Vice City, was natürlich nicht heißt, dass Rockstar nicht noch weitere Charaktere aus dem Hut zaubert. Spannend auch, ob und wie das Studio die aktuelle politische Situation in den USA überhaupt noch parodieren will. Spielerisch erwarten wir hingegen keine Revolution. Zwar ist gerüchteweise von schlaueren NPCs, neuen Interaktionsmöglichkeiten und sogar zerstörbaren Gebäuden die Rede, doch Rockstar Games wäre schön blöd, allzu sehr an der etablierten Erfolgsformel zu schrauben. Große Sprünge soll dafür die Technik machen. Wir erwarten realistische Wasserphysik, verbessertes Fahrverhalten und eindrucksvolle Wettereffekte. So, das war's jetzt aber wirklich. Insgesamt 25 Spiele habe ich euch jetzt vorgestellt. Wenn auf dieser Liste trotzdem noch eins gefehlt hat, auf das ihr euch ganz besonders nächstes Jahr freut, dann schreibt mir das doch gern in die Kommentare. Wir sehen uns schon bald im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Euer Jules.